das ist ja schon so auch so ein Topos und ich glaube, das stimmt auch zum Teil. Ja, das sieht man ja auch selber, dass sehr viele halt schon in eine große Stadt ziehen, weil man da anonymer sein kann. Ich glaube, man kann auch aus seinem alten sozusagen Bezugsfeld raus und sich selber, also wenn man sozusagen sich selber auch, wenn man selber sozusagen seine eigene Identität annimmt, die anderen vielleicht auch nicht so kennen, dann ist es vielleicht auch einfacher, das Ganze anderswo zu machen. Also das fand ich, das ist auch so eine persönliche Sache, dass ich es als dann Twen auch irgendwie oder als fast noch Jugendlicher immer sehr viel einfacher fand, mit Leuten darüber zu sprechen, die ich eigentlich gar nicht so gut kenne. Ganz einfach, weil die nicht kannten, also sie hatten keine Geschichte von mir im Kopf. Dem musste man auch nicht so viel erklären, für die war man halt einfach so. Und ich könnte mir vorstellen, das spielt halt dabei auch eine Rolle. Und da das Angebot natürlich an queeren Clubs und Möglichkeiten in Städten größer ist, kommen auch viele hin. Das ist also sozusagen so eine Art, das eine bedingt das andere. Aber trotzdem gibt es natürlich irgendwie lesbische und schwules Leben auch auf dem Land. Es gibt eigentlich so eine totale historische Koinzidenz. Der erste große und, glaube ich, einzige schwule Film der DDR, Coming Out, der ist total bekannt, der feierte am Tag des Mauerfalls Premiere. Also, was, sozusagen, da kann man symbolisch einiges rauslesen. Und ich glaube, in der DDR, ohne dass ich mich da jetzt auch zu sehr auskenne, einerseits war es natürlich sozusagen gesetzlich, war es einfacher als in Westdeutschland, das muss man sagen. Der Paragraph 175, der gerade männliche Homosexualität kriminalisierte, der wurde in der DDR viel, viel früher abgeschafft. Das war also deutlich früher legalisiert. Andererseits wurde natürlich, also sozusagen unterhalb dieser Rechtsebene, wurde natürlich trotzdem Repression ausgeübt. Also das darf man jetzt, glaube ich, auch nicht irgendwie total, total schön schreiben, die Geschichte. Aber andererseits gibt es auch bis heute einige sozusagen auch queere Institutionen, die aus dem Ostberlin in das Gesamtberlin sozusagen rübergerettet worden sind. Der Sonntagsclub, es gibt so eine ganz berühmte schwule Disco, die Busche, also wo aus dem ganzen Umland irgendwie Leute schon damals hinkamen. Also das ist sozusagen, das ist alles, also da hat sich sozusagen schon was vereinigt. Das war jetzt nicht nur, dass der ganze Westberlin sozusagen alles auf Ostberlin irgendwie übergestülpt hat.